Hätten Sie ein Problem damit, wenn Ihre Tochter jemanden aus der anderen Partei heiraten würde? Diese Frage haben Forschende 1960 US-amerikanischen Wählerinnen und Wählern gestellt. Das Resultat: Die meisten hatten kein Problem damit. Nur gerade 5% waren gegen eine Hochzeit mit dem politischen Gegner. Das allein ist nicht weiter überraschend. Doch 50 Jahre später wird die Umfrage wiederholt. Und diesmal ist der Wert deutlich höher. Dass die eigenen Kinder jemanden aus dem anderen Lager heiraten, heutzutage für 40% der Befragten undenkbar. Denn aus politischen Gegnern sind Feinde geworden. Aber warum? The way I feel about the Democrats, they are trying to destroy America. These people are socialist, communist, pieces of no good excrement. Kids with weird hair, pointless liberal arts degrees, stupid fantasy-based politics. That's who they are. The racist, sexist, homophobic, xenophobic, you name it. Stupid people that don't have a clue. These are racists. He's an asshole. Can I say asshole? And they voted for him anyway. I don't get it. So viel schon mal vorneweg. Eine eindeutige Ursache für diese Polarisierung gibt es nicht. Vieles von dem, was wir als Spaltung der amerikanischen Gesellschaft wahrnehmen, geht womöglich auf einen anderen Effekt zurück: die Sortierung der Parteien. Wenn man sich nämlich anschaut, wie sich die amerikanische Bevölkerung ideologisch zusammensetzt, fällt etwas Spannendes auf. Nehmen wir ganz vereinfacht das Links-Rechts-Schema. Hier gab es schon früher diejenigen, die sich am progressiven linken Rand positionierten. Dann gab es diejenigen, die sich im rechten konservativen Lager sahen, und es gab einen Großteil irgendwo dazwischen. Diese Verteilung hat sich in den letzten 50 Jahren ein bisschen verändert. Die Mitte ist ein wenig geschrumpft zugunsten der Ränder, aber es ist nicht so, als hätte sich da ein tiefer Graben zwischen zwei Lagern aufgetan. Was sich aber maßgeblich verändert hat, ist, wo die Parteien auf diesem Spektrum stehen. Gehen wir nochmals zurück und nehmen die Demokraten, hier blau gekennzeichnet. Früher gab es neben progressiven Demokraten, wie wir sie heute kennen, auch konservative Demokraten. Zum Beispiel jene in den Südstaaten, die sich in den 60er Jahren gegen die Aufhebung der Rassentrennung wehrten. Das Gleiche gilt für die Republikaner. Es gab neben Konservativen auch progressive Republikaner, die sich unter anderem für öffentliche Krankenversicherungen stark machten. As a Republican, I worked for Progressive Gold through 7 years in Congress and almost 6 years as mayor. Heute ist das anders. Um ihre Wahlgewinne zu maximieren, haben die Parteien ihr Profil zunehmend geschärft. Progressiven Wählern bleibt heute kaum mehr etwas anderes übrig, als demokratisch zu wählen. Und wer konservativ ist, muss heute fast republikanisch wählen. Es stehen sich also zwei Blocks gegenüber. Eine Durchmischung findet fast nicht mehr statt. Und das, obwohl sich die Bevölkerung in ihren Überzeugungen und Werten gar nicht so stark verändert hat. Dass wir dennoch häufig von einer Spaltung der Gesellschaft sprechen, hängt vermutlich auch damit zusammen, dass die politische Identität der Einzelnen immer wichtiger wird. Ein Beispiel. In den frühen 90er Jahren lässt der einflussreiche Republikaner Newt Gingrich Handouts an seine Parteikollegen verteilen. Darin aufgeführt sind zwei Listen. Eine mit positiv konnotierten Wörtern, die Sie immer dann verwenden sollen, wenn es um die eigene Partei geht. Truth, Moral, Family, Liberty, Success. Und eine Liste mit negativ besetzten Ausdrücken, die die Demokratische Partei beschreiben sollen. Sick, Radical, Pathetic, Corruption. Besonders bezeichnend ist, dass es bei den meisten dieser Begriffe gar nicht um politische Inhalte geht. Vielmehr geht es darum, einen eindeutigen und einfach verständlichen Kontrast zwischen den beiden Parteien zu erzeugen. Diverse Studien haben gezeigt, dass diese Wir gegen die anderen Mentalität dazu führt, dass die Zugehörigkeit zu einem politischen Lager wichtiger wird als die eigentlichen politischen Inhalte. Oder überspitzt formuliert, es ist egal, um was es geht, Hauptsache das eigene Team gewinnt. Und damit wären wir beim letzten Punkt: Filterblasen. Wednesday, March 8th. 1978. Früher gab es in den USA 3 Fernsehsender und sie alle waren verpflichtet, ausgewogen über relevante politische Themen zu berichten. Das führte dazu, dass Amerikanerinnen und Amerikaner alle mehr oder weniger die gleichen Nachrichten schauten. Heute ist das anders.
Es gibt ein riesiges Angebot an Sendern und Nachrichtenportalen mit jeweils eigenem politischen Einschlag. Die meisten Menschen konsumieren jene Inhalte, die am ehesten ihren politischen Einstellungen entsprechen. Bei den Republikanern ist das oft Fox News. Biden's obviously been a disaster for the country, but not only has he made the US poorer, weaker. Bei den Demokraten eher MSNBC. Donald Trump may be the most disloyal man of all. He's got a long history of turning his back on people. Das Problem ist einfach, wer nur solche Sender schaut, kommt immer seltener in Berührung mit Inhalten, die nicht dem eigenen Weltbild entsprechen. Und das Gleiche gilt für Social Media. Auch hier bekommen die User fast nur Content vorgesetzt, der ihnen gefällt. Und laut der Forschung führt das unter anderem dazu, dass viele Menschen immer weniger Verständnis für die Ansichten der politischen Gegner haben. I just don't understand this country at all. Wie groß der Einfluss solcher Filterblasen auf die politische Polarisierung wirklich ist, darüber ist man sich in der Forschung nicht ganz einig. Eine Studie aus dem Jahr 2020 hat nämlich Erstaunliches aufgezeigt. Im Gegensatz zu den USA, wo die Polarisierung zugenommen hat, hat sie in Ländern wie Schweden, Großbritannien oder Deutschland eher abgenommen. Und das trotz Social Media und Filterblasen. Zusammenfassend kann man sagen, die amerikanische Bevölkerung ist wahrscheinlich gar nicht so gespalten, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber es haben sich zwei Blocks herausgebildet, die teilweise gegeneinander ausgespielt werden. Manchmal geschieht dies ungewollt, manchmal aber auch sehr gezielt, um Macht und Profit zu maximieren. Wie lange das noch gut gehen kann, wird sich zeigen. Wenn Sie noch mehr Videos zum aktuellen Weltgeschehen sehen wollen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal.